Hallo, hier ist Meini. In diesem Video wollte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Also es geht heute nicht ums Kochen und auch nicht ums Backen und auch keine Inhalte aus der Kochausbildung, sondern es geht um Wildpfefferbeißer. Ja, so sehen die Wildpfefferbeißer aus. Ich habe sie aus Wildschweinkeule und Rehkeule gemacht. Das Wildschwein und auch das Reh habe ich von meinem Jäger bekommen, selbst das Fell weggezogen, also aus der Decke geschlagen, Grob- und Feinzerteilung vorgenommen und dann daraus diese Würstchen gemacht, die Pfefferbeißer, die ich anschließend geräuchert habe. Jetzt hingen sie noch etwa eine Woche und dieses Video hier ist eine Art Anleitung. Ja, es ist eher für Einsteiger gedacht. Viel Spaß dabei! Während ich die Wildschwein- und die Rehkeule klein schneide, damit sie gleich durch meinen Fleischwolf-Aufsatz durchpassen, blende ich für euch die Zutaten für die Pfefferbeißer ein. Für euch ist das Ganze auf 1 Kilogramm Fleisch bzw. Fettmenge runtergerechnet. Natürlich könnt ihr zusätzlich auch andere Gewürze verwenden, zum Beispiel die ich jetzt auf der rechten Seite eingeblendet habe. Gehen wir einmal auf die wichtigsten Punkte ein. Um unsere Fleischmasse, auch Brät genannt, herzustellen, wolfe ich mein Fleisch durch einen Fleischwolf mit der kleinsten Lochscheibe, die ich habe. Manche Leute wolfen das Fleisch zweimal durch. Wenn das Fleisch aber leicht angefroren ist, lässt es sich besser wolfen, das Fett genauso, zumal es im leicht eingefrorenen Zustand weniger schmiert. Wenn ihr kein Wildfett bekommt, könnt ihr einfach normales Schweinefett benutzen. Zum Beispiel in Form von durchwachsenem Schweinebauchspeck oder Rohrspeck, der auch grüner Speck bzw. in behandelter Form auch Rückenspeck genannt wird. Der Speckanteil von mindestens 30% ist sehr wichtig, damit die Pfefferbeißer schön saftig bleiben. Wenn ich Schweinebauchspeck verwende, nehme ich immer 50% Speck, 50% Fleisch. Beim grünen Speck, der quasi nur aus Speck besteht, also keinen Fleischanteil hat, verwende ich immer zwischen 30 und 40% Speckanteil. Also, Fleisch und Fett haben wir gewolft. Den frischen Knoblauch kann man gleich mitwolfen. Ich gucke dann noch nach dem grünen Keimling nach im Knoblauch und entferne ihn, weil dieser Bitterstoffe enthält. Dann kommt auf 1 Kilogramm Fleischmasse 18 bis 22 Gramm NPS, Nitrit-Pökelsalz. Mein Geschmack tendiert eher Richtung 22 Gramm. Stichwort Nitrit-Pökelsalz. NPS bekommt ihr auf eBay, Amazon oder bei eurem Metzger. NPS wird zu Fleisch- und Wurstwarenherstellung verwendet, weil es viele Vorteile bietet. Zum Beispiel bewirkt es den Umrötungsprozess der Fleischerzeugnisse und dient als Konservierungsmittel. Zudem hemmt bzw. stoppt es den Wachstum von unerwünschter Mikroorganismen. Die grünen Pfefferkörner kann man grob mörsern, vielleicht vorher in der Pfanne leicht rösten, um mehr Aromen freizusetzen und einfach in die Fleischmenge mit reingeben. Manche verwenden auch schwarze Pfefferkörner, die allerdings aufgrund ihrer dunklen Farbe etwas vergammelt aussehen können. Also hier geht es rein um die Optik. Nachdem unser Brät mit allen Gewürzen gut vermischt ist und wieder in die Kühlung kommt, bereiten wir in der Zwischenzeit unseren Wurstfüller vor. Das hier ist ein Billigwurstfüller mit 3 verschiedenen großen Aufsätzen, den sogenannten Füllvorsätzen bzw. Fülltüllen, wo gleich die Därme drüber gezogen und die Pfefferbeißer gefüllt bzw. unsere Fleischmasse in die Därme gepresst wird. Stichwort Därme. Wir unterscheiden zwischen Kunst- und Naturdärmen. Naturdärme können vom Kalb, Rind, Schwein oder Schaf sein. Einige Kunstdärme wiederum sind beispielsweise nicht fürs Räuchern geeignet. Deswegen empfehle ich euch jetzt 2 Därme, die ihr sehr gut für die Pfefferbeißer verwenden könnt und die man online auf eBay oder Amazon kaufen kann. Erstens Seitlinge Kaliber 26 oder zweitens Kollagendärme auch Kaliber 26. Als Kaliber bezeichnet man in der Fachsprache nicht die Länge der Därme, sondern die Breite. Wenn da steht 26er Kaliber, dann ist eine Breite von 26 mm gemeint. 26er Kaliber Därme könnt ihr später auch für Bratwürstchen verwenden, wenn ihr Reste übrig habt. Wenn ihr dünnere Pfefferbeißer haben wollt, nehmt einfach zum Beispiel 22er Kaliber Därme. Die Naturdärme Schafseitlinge bekommt ihr in Salz umhüllt geliefert. Vor dem Verwenden das Salz bitte gut wegwaschen und die Därme etwa 30 Minuten in lauwarmem Wasser legen, damit sie schön elastisch werden und sich gut über die Fülltüllen ziehen lassen. Zwischendurch immer wieder nass machen bitte. Nach dem Gebrauch möglichst mit viel Salz und möglichst vakuumverpackt
mehrere Monate im Kühlschrank aufbewahren. Die Kollagen-Kunstdärme bekommt ihr im trockenen Zustand geliefert und könnt sie direkt im trockenen Zustand drüber ziehen und füllen. Der Vorteil dieses Kunstdarms ist, dass er deutlich stabiler ist als die Schafseitlinge. Er reißt also nicht so schnell. Wenn unsere Pfefferbeißer abgefüllt sind, müssen wir sie portionieren. Manche benutzen hierzu spezielle Tacker, manche portionieren nur die mittlere Wurst und schleudern sie in eine Richtung. Dadurch portioniert man automatisch die linke und die rechte Wurst gleich mit. Ich bin nicht ganz so geübt darin und manchmal öffnen sie sich wieder. Daher nehme ich mir am Ende die Zeit und wickel die Darmreste dazwischen sozusagen. Bevor die Pfefferbeißer jetzt geräuchert werden, sollten sie eigentlich 2, 3, 4 Tage bei Zimmertemperatur von außen trocknen. In dieser Zeit findet auch der erste Umrührungsprozess statt. Trocken sollten die Pfefferbeißer in den wenigen Tagen deswegen werden, weil sie erst im trockenen Zustand den Räucherrauch aufnehmen können. Bei meinen Kollagendärmen, die sowieso trocken sind, habe ich jetzt mehrmals auf die 2, 3 Tage des Aufhängens der Pfefferbeißer verzichtet und sie direkt nach dem Befüllen geräuchert. Das funktioniert einwandfrei. Solltet ihr die feuchten Naturseitlinge verwenden, müsst ihr die Pfefferbeißer unbedingt einige Tage bei Zimmertemperatur abhängen. Wenn die Pfefferbeißer sich nach 2, 3 Tagen trocken anfühlen, werden sie in den Räucherofen gehangen. Meinen Räucherofen habe ich auf eBay für etwa 80 € gekauft. Grundsätzlich unterscheiden wir beim Räuchern zwischen Kalträuchern, Warmräuchern und Heißräuchern. Ich mag die Kombination aus Trockenpökeln und Kalträuchern wirklich sehr. Das Kalträuchern hat zusätzlich den Effekt, dass aus dem Räucherofen nur minimal Rauch rauskommt. Die Nachbarn sehen das also nicht und man kann auf dem Balkon problemlos auch über Nacht räuchern. Das hier ist Räuchermehl, das ich gerade in einen sogenannten Sparbrand fülle und schön dicht presse. Einen viereckigen oder einen runden Sparbrand und auch das Räuchermehl bekommt ihr auf eBay oder Amazon. Beim Räuchermehl gibt es verschiedene Bäume bzw. Größen der Holzstücke. Für einen Sparbrand braucht ihr natürlich feine Holzspäne. Ich empfehle euch hier eindeutig Räucherspäne von einer Buche. Hier unten machen wir ein paar Minuten lang Feuer, entweder mit einem Feuerzeug oder mit einer Kerze, bis es in Anführungsstrichen Feuer fängt bzw. glüht sozusagen. Dann kommt unser Sparbrand mit Gewürzen gespickt, damit wir später zum Beispiel Wacholder Thymianrauch erzeugen können, in den Räucherofen und brennt etwa 8 bis 12 Stunden durch. Wie lange es durchbrennt, hängt unter anderem ein bisschen davon ab, wie gut bzw. wie fest ihr das Räuchermehl gepresst habt. Ich persönlich würde Pfefferbeißer oder dünnere Wurstwaren nicht länger als 12 Stunden räuchern, also ein Räucherdurchgang bzw. eine Schnecke. Bei Wildschweinkeulen zum Beispiel oder anderen größeren Stücken wären 3 mal 12 Stunden Räuchervorgang mit jeweils einer 24-Stunden Pause dazwischen empfehlenswert. Nach 12 Stunden kommen die Pfefferbeißer raus und wandern direkt in den Keller und dürfen jetzt 1 bis 2 Wochen hängend und ganz wichtig, sich nicht berührend trocknen. Wobei sie erfahrungsgemäß bei den Kollagendärmen etwas länger abhängen müssen als bei Naturdärmen. Natürlich kommt es bei der Reifung bzw. bei der Trocknung auf das richtige Zusammenspiel von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation an. Hierzu könnt ihr natürlich einen Thermometer und einen Hygrometer kaufen und die eingeblendeten Daten in eurem Keller, Dachboden oder Speisekammer zu regulieren, damit eure Wurstwaren entsprechend gut reifen können. Ich sage es euch ganz ehrlich, bei so dünnen Würstchen wie den Pfefferbeißern habe ich im Keller noch nie mit Thermometer oder Hygrometer arbeiten müssen. Meine Pfefferbeißer müssen jetzt etwa 1 bis 2 Wochen abhängen, damit sie ungefähr 42% des Gewichts verlieren. Durch den Gewichtsverlust wird das Fleisch haltbar gemacht, weil man den Mikroorganismen die Feuchtigkeit entzieht sozusagen. Ab 30 bis 35% Gewichtsverlust durch Trocknung sind die Fleischwaren etwa 1 Jahr lang ungekühlt haltbar, sagt man. Ich kühle sie natürlich trotzdem, ziehe sie mir vorher ins Vakuum und friere sie bis maximal 6 Monate weg. Ein wichtiges Thema muss ich noch unbedingt ansprechen, und zwar ist das der Trockenrand. Vom Trockenrand spricht man, wenn die Wurstware bzw. wenn unser Schinken überall außen sozusagen einen trockenen Rand bekommt. Warum ist das schlecht?
Ein trockener Rand bedeutet, dass die Feuchtigkeit innen drin nicht mehr wegweichen kann. Das ist sozusagen den trockenen Rand nicht überwindet und das heißt, die Wurst bleibt feucht innen drin. Wenn eine Wurstware einen trockenen Rand bekommt, weil zum Beispiel Temperatur und Feuchtigkeit im Keller nicht stimmen oder durch andere Faktoren, dann kann man das sozusagen wieder regulieren, wenn man die Wurstware wieder vakuumiert. Das heißt, ihr packt das Ganze in einen Vakuumbeutel, lässt es 3-4 Tage im Kühlschrank liegen und holt es wieder raus und dann werdet ihr merken, dass das dazu geführt hat, dass die Ränder wieder leicht feucht sind. Und dann kann man sozusagen den Vorgang des Trocknens wieder fortführen. Das heißt, wir holen sie aus dem Vakuum nach 3-4 Tagen raus und hängen sie wieder in unseren Keller auf. Wenn ihr jetzt denkt, das bringt nichts, ich kann euch versichern, ich habe Tests gemacht. Ich bin wirklich an meinem großen Schinken, also ich habe verschiedene Schinken gemacht und bin jeden Tag runter und habe sie einzeln gewogen. Und es ist wirklich so, ich blende euch das mal hier ein an der Seite und ihr seht, irgendwann fangen sie an weniger zu trocknen, das heißt weniger Feuchtigkeit zu verlieren. Wenn man sie dann vakuumiert für einige Tage und sie dann wieder aufhängt, dann seht ihr, verlieren sie wieder mehr Feuchtigkeit als vorher.